große hinterlassen hat, war hauptsächlich Syrien und so. There was a sequence of 10 kings. Und es gibt eine Sequenz von 10 Königen. And then number 11 would have been Antiochus Epiphanes. Und der 11. war dann Antiochus Epiphanes. That's his nickname. Now, you probably haven't heard that name before, have you? Ihr habt den Namen wahrscheinlich noch nicht gehört, oder? No, he's important in the book of Daniel. Er ist wichtig im Buch Daniel. Because in chapter 8 and in chapter 11, he's certainly referred to. Denn in Kapitel 8 und 11 wird er auf jeden Fall erwähnt. So I'll explain a little bit more about him in a moment. Ich erkläre später ein bisschen mehr über ihn. So if the 10 horns are, and number 11 are, so to say, Syrian or Greek kings, it would actually more or less fit. Wenn das jetzt syrische oder griechische Könige wären, dann wird das so halbwegs passen. But then the fourth animal, the fourth beast, is not Rome. Aber dann ist das 4. Tier nicht Rom. So that's it gets a little awkward here. It's hard to make it fit. Also da wird es ein bisschen ungemütlich, schwierig zum Passen zu bringen. So I'm not sure if we can press or resolve this history puzzle. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dieses Geschichtsrätsel lösen können. Interestingly, John in Revelation will use this passage to talk about the beast. Und interessanterweise verwendet dann Johannes in der Offenbarung diese Passage, um über das Tier zu reden. Now, his beast combines elements of all 4 beasts in the book of Daniel. Und sein Tier hat Elemente von allen Tieren hier. So he simply combines all the world empires into one beast. Also er vereint all die Weltreiche in ein Tier. And his beast also has 10 horns. Und sein Tier hat auch 10 Hörner. But he doesn't make any distinction between the 10 horns. Aber er macht keine Unterscheidung zwischen den 10 Hörnern. He makes a distinction between the 7 heads of the beast. Er macht eine Unterscheidung zwischen den 7 Köpfen. It says 5 have fallen, one is yet to come. Er sagt, 5 sind gefallen, einer ist gerade und einer kommt noch. And then the beast is an 8, but it is from the 7. Und das Tier ist the beast is an 8th head. Okay, das Tier ist der 8. Kopf. But it is from the 7. Aber es ist aus den 7. So you get that? I don't. Ihr versteht das? Ich nicht. It's also a history puzzle that's just as confusing. Es ist ein Geschichtsrätsel, das genauso verwirrend ist. People have puzzled hard with the different Roman emperors to try and make sense of it. Und die Leute haben versucht, das mit den Kaisern hinzukriegen und das so irgendwie. It's just as confusing, really. Das ist genauso verwirrend. So there is a part where the details are we fail to convincingly explain some of the details. Und wir versagen es wirklich überzeugend zu erklären zu können. But the big picture, I think, is still clear. Aber das große Bild ist trotzdem klar. There's a sequence of several significant kingdoms. Es gibt eine Serie von signifikanten Königreichen. And then God establishes His kingdom. Und Gott baut dann sein Königreich auf. In chapter 7, the beasts still live for a little bit, but really God is in the process of giving the dominion over the world. Ja, to whom? Und Gott richtet die Herrschaft auf hier
dann am Schluss und tötet das Tier. Aber zu wem gibt er die Herrschaft? That's in the vision initially what Daniel sees is one like a son of man. Was Daniel sieht, ist die Vision der Sohn eines Menschen. It looks someone who looks like a human being. Jemand, der aussieht wie ein Mensch. That's a contrast, by the way. Das ist ein Kontrast. The beasts Die Tiere and one like a son of man. und jemand, der wie ein Mensch aussieht. Oder ein Sohn der Menschen. Of course, the question is this an individual or does this human being also represent a kingdom? Ist jetzt die Frage, ist das dieser, der aussieht wie der Sohn eines Menschen Sohn, ein Individuum, oder ist das auch ein Repräsentant für eine Nation? It's ambiguous. Eine Gruppe? Es ist unklar. On the one hand, it very much looks like an individual who comes to the Ancient of Days. Zum einen sieht es aus wie ein Individuum, das kommt zum dem der Alt ist an Tagen. So it doesn't go to earth, he comes to God. Er geht nicht zur Erde, er kommt zu Gott. When Daniel gets the explanation in 7 verse 27, und als Daniel die Erklärung bekommt in Kapitel 7, Vers 27, yeah, it says that the kingdoms under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High. und da steht dann, dass alle Königreiche dem heiligen Volk des Höchsten übergeben werden. So are the kingdoms of this world going to become the kingdoms of a particular son of man, or are they going to be given to the people of God? Also werden die Königreiche jetzt dem Menschensohn gegeben oder dem heiligen Volk des Höchsten? I think in the light of the New Testament, that's a false question, a wrong dichotomy. Das ist eine falsche Frage. Yeah, it can easily be both. Es kann gleich beides sein. In the book of Revelation, the kingdoms of this world will become the kingdoms of our God and of His Christ. Die Königreiche der Welt werden Gottes Königreiche und Christi Königreiche werden. But the people of Christ reign with Him. Und die Leute, das Volk Christi wird mit ihm herrschen. So what Daniel here gives us really is the big picture of how God's going to bring history to an end. Und wir kriegen hier ein großes Bild, wie Gott die Geschichte zum Ende bringen möchte. And so that's the point of both chapter 2 and chapter 7. Und das ist der Punkt von Kapitel 6 und 7. Okay, everyone still with me? Alle noch bei mir? Sind alle noch geistlich da? Geistig? Okay, Ola's not quite certain. Yeah. Is there something that needs to be... Yeah, it's a lot of information. Das ist ziemlich viel, das ist klar. It's kind of simple. There's 4 different kinds of material. Es gibt, ja genau, im ersten Bild sind es 4 unterschiedliche Materialien. And there's 4 different animals. 4 unterschiedliche Tiere. And each represents a kingdom. Alles repräsentiert, oder jedes repräsentiert ein Königreich. And this takes us from Babylon down to the Roman Empire and the time of Christ. Und das bringt uns von Babylon bis zum Römischen Reich. Okay, now let's make it a little more complicated. Machen wir das doch ein bisschen komplizierter. Yeah, das ist chapter 8. Kapitel 8.
This adds some detail. Das fügt ein bisschen Detail zu dem Ganzen. In this vision, Daniel actually sees two animals. In dieser Vision sieht Daniel zwei Tiere. One is a ram Eins ist ein Widder with two horns, mit zwei Hörnern, one higher than the others. eins größer als das andere. This ram stands for the Medo-Persian Empire. Das ist das Medo-Persische Königreich. It was sort of a double empire. Es war so ein doppeltes Königreich. Cyrus was half Persian, half Mede. Kyros war so halb Perser, halb Meder. Media and Persia together became the core. Und Medien und Persien zusammen waren der Kern. But Persia was stronger in this alliance than Media. Aber Persien war stärker mit ihren Verbündeten als Medien. And then there's the second animal, is a goat. Und das zweite Tier ist ein Ziegenbock. And he comes from the west. Und er kommt aus dem Westen. These are the Greeks under Alexander the Great. Das sind die Griechen mit Alexander dem Großen. He comes without touching the ground. Er kommt ohne den Boden zu berühren. Perhaps that suggests speed. Das zeigt die Geschwindigkeit. And he comes with great power and wrath. Und er kommt mit großer Geschwindigkeit und Zorn. And completely destroys and tramples the first animal. Und er zerstört und übertrampelt das andere Tier. But then, at the moment when the goat becomes very great, aber in dem Moment, als die Ziege sehr groß wird, his horn is broken and 4 horns grow up in its stead. Dann bricht das Horn und 4 Hörner wachsen stattdessen raus. This symbolizes what happens at Alexander's death. Das symbolisiert, was bei Alexander dem Großen Tod passiert ist. The empire fell apart in 4 major parts and some smaller ones. Das Königreich zerfällt in ein paar große Teile und ein paar kleine. One of them was Syria. Eins war Syrien. That became, in Daniel, that will be the kingdom of the north. In Daniel wird das Königreich des Nordens sein. That's actually north, mostly north of Israel. Und das ist hauptsächlich nördlich von Israel. Another part was Egypt. Ein anderer Teil war Ägypten. In Daniel, this will become the kingdom of the south. Und das ist in Daniel das Königreich des Südens. Initially, Israel was part of the kingdom of the south. Und eigentlich war Israel Teil des Königreichs des Südens. But later it was taken over by Syria. Aber es wurde später bei Syrien übernommen. Von Syrien. So I think so much this part of the vision actually is pretty clear and matches history quite well. Dieser Teil der Geschichte ist recht klar und passt gut zur Geschichte. Zur der Geschichte. And then in verse 9 we have a little horn that grows out of one of the 4 horns. Und dann sehen wir ein kleines Horn, das aus den 4 Hörnern, einem der 4 Hörner rauswächst. And this horn stops the sacrifice in the temple. Und dieses Horn hält das Opfern im Tempel an. And tramples or defiles the sanctuary. Und es verunreinigt den Tempel. This is in 8 verse 13. In 8,13. Now, this little horn seems to symbolize Antiochus Epiphanes. Dieses kleine Horn scheint
Antiochus Epiphanes. Genau, zu symbolisieren. Epiphanes, the name means appearance or manifest. Die Epiphanes heißt erscheinen oder manifestieren. And what it expresses is the claim that this king actually is a manifestation of a god. Und was das andeuten soll, ist, dass dieser König eine Manifestation eines Gottes sein soll. So it's actually a blasphemous name. Also ein blasphemischer Name. Because it's a human being claims that he is the appearance or the manifestation of the god. Weil es ein Mensch ist, der behauptet, eine Manifestation eines Gottes zu sein. I just mentioned just before the 2nd century BC. Und ich habe ja vorhin erwähnt, im 2. Jahrhundert vor Christus. That's when Israel had become part of that kingdom of the north. Da wurde Israel das Teil des Königreichs des Nordens. This particular Antiochus was king. Und dieser Antiochus wurde König. And in the year 168, und im Jahr 168 he invaded Judah. Hat er Juda überfallen. What he was trying to do was to unify his empire through Greek culture. Und er hat versucht, sein Reich zu einen durch griechische Kultur. Which included Greek religion. Was die griechische Religion beinhaltet. Was he a Greek king or from which nation? He was a descendant of the original Greek king and founder of the dynasty. Also er war Nachfolger der griechischen Dynastie. Alexander died. Alexander starb. And 4 of his generals, so these were Greek, 4 seiner Generale, die Griechen waren, divided up the empire between them. Haben das Reich zwischen ihnen aufgeteilt. So the founder of the dynasty in Syria and in Egypt would have been Greek. Und die Gründer der Dynastie in Syrien und in Ägypten waren Griechen. And they continued to be Greek speaking. Und die haben fortgesetzt, Griechisch zu reden. Of course, through different marriages, ethnically they were not quite so Greek anymore after some generations. Natürlich mit den Ehen, die sie geschlossen haben und so, waren sie dann nach ein paar nach einer gewissen Zeitgeneration nicht mehr ganz so griechisch ethnisch gesehen. But culturally, they followed Greek culture. Aber kulturell haben sie griechische Kultur verfolgt. Including Greek religion. Im Begriff die griechische Religion. And that's what Antiochus sought to impose on the empire. Und das hatte Antiochus vor, auf das ganze Reich umzusetzen. And not surprisingly, the Jews weren't very willing to do that. At least most of them weren't. Und irgendwie waren die meisten Juden dann nicht willig dazu. So in 168, Antiochus came to Jerusalem. Und in jenem Jahr kam dann Antiochus nach Jerusalem. And he sought to forbid Jewish customs like Sabbath and circumcision. Und er wollte dann jüdische Traditionen wie den Sabbat und die Beschneidung verbieten. And he set up a new altar in the temple of Jerusalem. Ein new altar. Und er hat einen neuen Altar aufgebaut in Jerusalem. That was dedicated to Zeus, the leading Greek god. Der an Zeus gewidmet war. And he sacrificed a pig. Und da hat dann Schwein geopfert. So, trampling the sanctuary to the mind of a Jew. I mean, this was horrifying sacrilege. Also das war für einen Juden natürlich ein unglaubliches Sakrileg, also furchtbar. Genau das beschreibt es ja, dass er alles niedertrampelt. Yeah, so this is the abomination that Daniel speaks about. Und das sind diese Dinge, von denen Daniel redet. Horrifying defiling of the temple. Furchtbares
Verunreinigung des Tempels. It led to a revolt. Und es hat zu einer Revolte geführt. The leading family in this revolt would later be called the Maccabeans. Die leitende Familie in dieser Revolution wird dann später die Makkabäer genannt. You may have heard that name. There is a book called Maccabeans. Ihr habt davon vielleicht gehört, es gibt das Makkabäer-Buch. This describes this war, this revolt. Das diese Revolte und diesen Krieg beschreibt. It took a while, but eventually the Maccabeans managed to push back the Syrians. Es hat eine Weile gedauert, aber irgendwann haben tatsächlich die Makkabäer geschafft, die Syrer zu verdrängen. And to regain control over the temple. Und wieder die Kontrolle über den Tempel herzustellen. And to cleanse it and then to reinstall the daily sacrifice. Und es zu reinigen und die täglichen Opfer wieder einzuführen. It took them about 3.5 years. Es hat ungefähr 3,5 Jahre gedauert. So I think it was in 164. Also wahrscheinlich 164. In Daniel, these are the 1290 days. Und in Daniel, das sind die 1290 Tage. Because that's close to 3.5 years. Das sind so ungefähr 3,5 Jahre. That's the time period that the daily sacrifice in the temple had been interrupted. So lange wurde das tägliche Opfer unterbrochen. So this speaks of a time of intense persecution and suffering for the Jewish people during this in-between time. Und das zeigt ein unglaubliches Leiden der jüdischen Leute dazwischen. But eventually they were able to gain their independence, at least for a season. Und they managed to after this time, yeah. Also nach dieser Zeit haben sie dann Unabhängigkeit erreichen können. So that then, well, maybe I should first talk about chapter 10 through 12. Vielleicht sollte ich zuerst über Kapitel 10 bis 11 reden. Because these chapters, this vision covers the same time period. Weil das dieselbe Zeit beschreibt. You may have found it confusing to read, or you may find it confusing to read if you read it this afternoon. Es ist vielleicht kompliziert zum Durchlesen, wir haben das ja schon. Because there's so many different events. Weil so viele unterschiedliche Sachen passieren. It keeps going back and forth between the king of the north and the king of the south. Es geht hin und her, der König des Nordens, der König des Südens. But actually, during these centuries, we can identify many of these events in history. Aber während dieser Zeit können wir tatsächlich einige der Sachen identifizieren, die in der Zeit passiert sind. This back and forth between Syria and Egypt, fighting for control over the area in between. Also der Kampf zwischen Syrien und Ägypten über die Kontrolle der Gegend dazwischen in der Mitte. And so here too, there's then one king who's particularly bad. Und da gibt es einen König, der besonders schlecht war. And who will, it says, profane the temple. Und der den Tempel dann verunreinigt. And stop the daily sacrifice
der das tägliche Opfer beendet, speak blasphemous words against God, der blasphemisch gegen Gott redet and will set up the abomination that makes desolate. und der die Der Gräuel, das Gräuel der Verwüstung bringt. Oh. Good. And so this again is Antiochus Epiphanes. Und das ist eben dieser Antiochus Epiphanes. So far so good. Up to that point, the vision is quite clear and can be understood historically. Also soweit ist die Vision klar und kann verstanden werden. But towards the end of chapter 11, Aber gegen Ende Kapitel 11, when this king ends, there the clarity breaks down. als dieser König endet, bricht dann die Klarheit. And the rest of Daniel, I'm afraid, is one of the hardest passages in the whole Old Testament. Und der Rest von Daniel ist eine der schwierigsten Passagen des ganzen Alten Testaments. But at least the first part is clear. Aber wenigstens der erste Teil ist klar. So yeah, that's just the reality that people have tried to give an explanation, but it's really unclear what to make of the final part of chapter 11. Ja, die Leute haben versucht, Erklärungen dazu zu geben, aber es ist nicht klar, was der letzte Teil in Kapitel 11 dann andeuten soll. What is clear is that this is a word for the Jews during this time to persevere. Was klar ist, ist, dass die Juden, dass es ein Wort an die Juden ist, dass sie durchhalten sollen. This time of suffering will be limited. There's a number of days. Die Zeit des Leidens ist begrenzt, also gibt es eine Anzahl an Tagen. And what's more than anyone else in the Old Testament, at this point Daniel speaks of the resurrection. Und da redet dann plötzlich Daniel auch von der Auferstehung. Nowhere else in the Old Testament does this become clear, really. Und nirgendwo sonst wird das klar im Alten Testament. But there's a few hints, a few references, sort of, to the idea of resurrection. Es gibt so ein paar halbe Ideen, wo es durchscheinen könnte, dass es eine Auferstehung gibt. But it's really in Daniel that we find the first clear and explicit reference to the resurrection. Aber in Daniel finden wir die erste klare Referenz für Auferstehung. So even if some of it isn't very clear, that much at least is a major statement of hope. Auch wenn manches nicht klar ist, das ist ein klares Zeichen der Hoffnung. Those who lose their life in the persecution and following war will be raised on the last day. Diejenigen, die in der Zeit ihr Leben verlieren, werden am letzten Tag von den Toten auferstehen. Yeah, so this last vision covers much of the same time as chapter 8, but in much more detail. Also die Vision beschreibt das Ganze, was auch in 8 beschrieben wird, aber wesentlich detaillierter. Good, that leaves us with chapter 9. Damit bleiben wir bei Kapitel 9. Actually, much of chapter 9 is fairly straightforward. Das meiste aus Kapitel 9 ist ziemlich direkt raus. Daniel seems to be reading the book of Jeremiah. Und Daniel scheint das Buch Jeremias zu lesen. Remember, Jeremiah had given a specific number of years for the exile. Und da Jeremia eine bestimmte Anzahl fürs Exil gegeben hat. That was 70. Und das war 70. Daniel was taken to Babylon
and year 605, und Daniel wurde nach Babylon verschleppt im Jahre 605. we subtract